Es ist jetzt knapp 3,5 Jahre her, dass Sony mit der Alpha 1 die Spitze ihrer Produktpyramide eingeführt hat. Die Alpha 1 sollte die perfekte Kamera darstellen und das Beste aus allen Welten vereinen. Jetzt gibt es aber einen Nachfolger, die Alpha 1 Mark II. Und was die so drauf hat, schauen wir uns einfach mal in der Praxis an. Die Alpha 1 Mark II soll auf dem Papier so gut wie alles können. Ob das aber wirklich stimmt, erfahrt ihr in diesem Video, denn wir haben die neue Kamera gemeinsam mit der Berliner Fotografin Vanessa Wunsch mal ausgiebig für euch getestet. Ach ja, und natürlich haben wir auch für euch das neue 28-70 Blende 2.0 mal genauer angeschaut. Das Video dazu findet ihr übrigens hier oben oder unten in der Beschreibung direkt unter dem Like-Button. Bevor wir uns aber anschauen, was Sony hier in der zweiten Generation so alles verbessert hat, was hält die originale Alpha 1 aktuell überhaupt zurück? Der größte Kritikpunkt an der Alpha 1 hat gar nicht so viel mit der Kamera selbst zu tun, sondern eher mit dem kurz darauf folgenden Entwicklungssprung. Die Alpha 1 kam nämlich sowohl in Sachen Hardware als auch was Software-Features angeht, zu einem extrem ungünstigen Zeit auf dem Markt. Nur ein Jahr später verbaute Sony in der 7R5 einen neuen Prozessor, der unter anderem für den Autofokus und andere ressourcenhungrige Aufgaben zuständig war. Da der Alpha 1 diese Hardware-Voraussetzung fehlte, konnte Sony viele dieser neuen entwickelten Features eben nicht per Firmware-Update nachliefern und so hing die Kamera den aktuellen Modellen dann einfach hinterher. Das ist natürlich für die eine Kamera, die über allen anderen steht, etwas ungünstig. Umso besser also, dass Sony in der Mark II nun wirklich alle aktuellen verfügbaren Features integriert und auch das passende Chipset für eventuelle zukünftige Verbesserungen verbaut hat. Wobei uns eine Kleinigkeit dann doch noch fehlt, aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir aber jetzt erstmal zum wichtigsten Bauteil der neuen Kamera und damit zu dem ersten großen Kompromiss, den Sony eingehen musste. Das Herzstück der Kamera stellt weiterhin ein 50 Megapixel Stacked BSI-Sensor dar. Auf dem Papier ist es auch erstmal derselbe, der bereits beim Vorgänger verbaut wurde. Wobei das Bildergebnis durch den neuen Bildprozessor trotzdem deutlich verbessert wurde. Aber warum jetzt wieder die 50 Megapixel? Naja, Sony hat schon in Alpha 1 gezeigt, dass diese Pixeldichte ein sinnvoller Kompromiss aus hoher Auflösung, einem sehr guten Rauschverhalten und hoher Auslesegeschwindigkeit darstellt. Möchte man einen dieser Aspekte noch verbessern, wirkt sich das also negativ auf die jeweils anderen aus. Der Sensor war aber in der originalen Alpha 1 auch schon absolute Spitzenklasse. Was mir an der Kamera extrem gut gefällt, ist die Auflösung. Die ist nämlich perfekt für Porträts, für Hochzeit, aber auch für eine Werbekampagne. Aktuell shoote ich mit einer 7.4 und mit einer R5 und oft ist mir die Kamera entweder zu wenig auflösend oder zu hoch auflösend. Mit der Alpha 1 Mark II hätte ich halt den perfekten Mittelweg. Ein oft gesehenes Problem bei hochauflösenden Sensoren ist das Rauschverhalten. In der Alpha 1 II können die Bilder direkt in der Kamera entrauscht werden. Einstellbar ist das Ganze zwischen keiner, einer niedrigen und normalen Rauschreduktion. In hohen ISO-Bereichen ist die niedrige Rauschreduktion auf jeden Fall empfehlenswert, wobei die normale schon fast etwas zu viel ist. Wer dann ein noch rauschärmeres Bild braucht, kann die neue Composite Noise Reduction Funktion nutzen, bei der bis zu 32 Bilder erstellt und anschließend verrechnet werden können. Was hier aber auch eine wichtige Funktion darstellt, sind die vielen Optionen in Sachen Bildkomprimierung. Sowohl die RAWs als auch die JPEGs können hier in verschiedenen Stufen komprimiert werden. Auch die aus der 7R5 bekannten High-Formate für höhere Effizienz und gleichzeitig bessere Bildqualität sind hier essentiell. Ich brauche eben auch immer kleine JPEGs, damit der Kunde halt direkt nach dem Shooting die Bilder zur Auswahl bekommt. Da brauche ich keine großen Datenmengen, der Kunde soll einfach schnell eine Auswahl treffen können. Zusätzlich zu meinem RAW shoote ich also immer noch im stark komprimierten JPEG. Dazu passt natürlich auch die verbesserten Übertragungsmöglichkeiten wie den 2,5 GB LAN-Port und die verbesserte Tethering-Option aus der A9 III. Aber werfen wir erstmal einen Blick auf die beiden Kameras. Was direkt ins Auge sticht, ist Sonys neue Designsprache, die wir bereits aus der A9 III kennen und extrem gelungen finden. Der abgerundete Griff mit dem angewinkelten Auslöser macht die Kamera um einiges ergonomischer. Hier sind wir an der Spitze von Sonys Bodydesign angekommen. Optisch ist die Kamera für den Profi ein absoluter Traum und hier auch bis auf die Portanordnung identisch mit der A9 III. Was von der A9 III aber noch an die A1 II vererbt wurde, ist der neue Sucher. Mit 9,44 Millionen Bildpunkten kann er die 50 Megapixel auch sauber abbilden und es macht einfach Spaß, da durchzugucken. Auch beim Display wurde sowohl die Größe, die Auflösung als auch der ideale Mechanismus der A9 III übernommen. Auch hier hat Sony sich auf ein perfektes System festgelegt. Ich shoote eigentlich mittlerweile nur noch über das Display, weil ich irgendwie die Bedienung angenehmer finde und ich auch eine bessere Kommunikation mit dem Model habe, wenn ich mich nicht die ganze Zeit hinter der Kamera verstecke. Durch die etwas geringere Auflösung gewinnen wir im Vergleich zur A7R5 aber vor allem eins:
Geschwindigkeit. Wie ihr Vorgänger auch schafft die Alpha 1 II 30 Bilder pro Sekunde ohne jegliche Einschränkungen. Es wird also zwischen jedem Foto die Belichtung gemessen, der Fokus nachgeführt, das Motiv getrackt und es ist auch egal, welche Kombination aus RAWs oder JPEG ihr fotografiert. Die schnellste Kamera im Sony Lineup bleibt aber weiterhin die A9 III, denn diese absurde Geschwindigkeit von 120 Bildern pro Sekunde ist ohne globalen Verschluss aktuell einfach nicht sinnvoll umsetzbar. Kurz erklärt, bei einem Global Shutter wird der komplette Sensor bei der Aufnahme gleichzeitig ausgelesen und nicht wie sonst reihenweise. Dadurch gibt es keine Bildfehler und man kann auf den mechanischen Verschluss komplett verzichten. Jetzt fragt euch bestimmt, warum die A1 II keinen globalen Shutter spendiert bekommen hat. Naja, da hat Sony die Erwartungshaltung wohl etwas verzerrt, denn aktuell scheint ein globaler Verschluss technisch leider noch nicht bei höheren Auflösungen sinnvoll umsetzbar. Wesentliche Einbußungen in Sachen Dynamikumfang und Lichtempfindlichkeit wäre hier wohl die Folge. Die Zukunft der Kameras wird aber auf jeden Fall in dieser Technologie liegen und wir bleiben gespannt, was hier die nächsten Jahre so auf uns zukommt. Für einen detaillierteren Blick auf die A9 III und mehr Infos zum Thema Global Shutter empfehlen wir euch unser ausführliches Hands-on mit der Kamera, was ihr hier oben und in der Videobeschreibung verlinkt findet. Was von der A9 III ebenfalls übernommen wurde, ist der integrierte Boost-Button, über den jederzeit bei gedrücktem Auslöser eine höhere Serienbildgeschwindigkeit zugeschaltet werden kann, um sparsamer mit dem Speicherplatz umgehen zu können, ohne auf hohe Serienbildgeschwindigkeiten in bestimmten Momenten verzichten zu müssen. Auch die Voice-Memo-Funktion der A9 III ist hiermit an Bord und sorgt für eine gute Übersicht im Dateimanagement zu Hause oder in der Agentur. Einmal auf eine der Funktionstasten gelegt, kann man super schnell Informationen zu bestimmten Bildern in die Kamera quatschen. Die Audiodatei wird dann automatisch unter dem Namen des jeweiligen Bildes auf die Speicherkarte geschrieben. Eine der wichtigsten Funktionen, die aber im Vergleich zum Vorgänger dazugekommen sind, ist das Pre-Capture, also das Aufzeichnen von Aufnahmen vor dem Betätigen des Auslösers. Bei kritischen Momenten kann Pre-Capture den entscheidenden Unterschied machen und von 0,3 bis 3 Sekunden vor dem Auslösen bereits die Serienbilder abspeichern. Jetzt sind wir aber mal auf eure Meinung gespannt. Reichen euch die 30 Bilder pro Sekunde der Alpha 1 oder braucht ihr eigentlich mehr? Eine Funktion mit kleineren Dateien höhere Serienbildgeschwindigkeiten zu ermöglichen, wäre vielleicht noch eine nützliche Funktion gewesen, oder? Schreibt uns das gerne einmal unten in die Kommentare. Das Thema Auflösung und vor allem Bilder pro Sekunde bringt uns auch auf direktem Wege zum Thema Video. Hier muss sich die A1 II gegenüber der A7S III bzw. der FX3 behaupten und das schafft sie auch ohne Probleme. Da wir hier eine höhere Auflösung haben, können bis zu 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde intern aufgezeichnet werden. Das Ganze sogar als oversampled Video von einer 8,6K-Auflösung für wirklich detailreiche Videos. Die Qualität, die man aus der Kamera rausquetschen kann, ist wirklich beeindruckend. Die A7A5 zeichnet 8K beispielsweise ohne Oversampling und auch nur mit maximal 25 Bildern pro Sekunde auf. Also diese Einschränkungen haben wir damals beim Launch der Kamera auch schon nicht verstanden. Wem 30 Bilder pro Sekunde aber nicht genug sind, kann in 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde filmen. Bei 120p muss man dann allerdings wie bei allen Sony-Kameras, abgesehen von der A9 III, mit einem 10% Crop rechnen. Wie eingangs bereits erwähnt, hat die A1 II softwareseitig aber echt alles, was Sony aktuell so auf dem Lager hat. Dazu gehören auch jegliche Video-Features, die wir heute erwarten. Neben der Focus Map, dem Autoframing, dem Focus Breathing Compensation sind natürlich auch weitere Features wie Netzwerk-Streaming direkt aus der Kamera und 4K 30p USB-C Webcam Output mit an Bord. Ein Feature, was uns hier aber wirklich wieder fehlt, ist die Belichtung bei Videoaufnahmen mittels Shutter Angle. Aber hey, selbst bei den Kameras aus der Cinema Line hat es knapp 3 Jahre gedauert, bis Sony dieses Feature per Firmware-Update nachgepatcht hat. Wir sind also gespannt auf 2027 in Hinblick auf die A1 II. Was wir jetzt aber schon neu mit dabei haben, ist die Option, aus einem Videoclip schnell ein Standbild abzuspeichern. So kann beispielsweise ein Videograf schnell ein Standbild an seine Agentur schicken oder es über Social Media verteilen, ohne extra in ein Videoschnittprogramm zu springen. Was wir aber auch hardwaremäßig nicht mehr missen wollen, ist die geteilte Bedienung für den Wechsel von Foto und Video, was zwar seit Jahren nun Standard bei den Sony-Kameras ist, allerdings bei der A1 damals noch fehlte. Ich mache eigentlich immer Foto und Video parallel und da brauche ich eine Kamera, wo ich schnell umswitchen kann und die einfach in beiden auch wirklich stark ist. Auch verbessert wurde die Bildstabilisation und das nicht zu wenig. Wobei der A1 noch bis zu 5,5 Belichtungsstufen korrigiert werden konnten, sind es nun bei der Mark II ganze 8,5 Stufen. Sinnvoll anwendbar wird das Ganze dann auch noch mit Funktionen wie dem neuen Dynamic Active IS oder der Rahmenstabilisierung, bei der das Video auf einen Zielbereich zugeschnitten und dann verfolgt wird. Stabile Aufnahmen aus der Hand sind hier wirklich super einfach und es ist also kein Problem, wenn man mal keinen
Gimbal zur Hand hat. Auch wenn wir bei dieser Kamera keinen aktiven Lüfter verbaut haben, sorgt der neue Aufbau innerhalb des Gehäuses für eine ausreichende Wärmeableitung. Unsere Zeit mit der Neuheit war leider nicht lang genug, um einen ausgiebigen Hitzetest zu machen, aber wenn wir hier von der Leistung der A1 und A9 III ausgehen, also vom selben Sensor und dem Bodydesign, dürfte es hier keine wirklichen Probleme geben. Genauso wenig Probleme gibt es beim Autofokus. Hier kommen wir nun zu einer der Punkte, die neue Generation vom Vorgänger abhebt. Wie bereits im Intro erwähnt, fehlte der A1 damals der KI-Prozessor. Der große Autofokussprung der A7R5 ist also komplett an der A1 vorbeigegangen. Das bedeutet auch, dass keine Körper-, Fahrzeug- oder Insektenerkennung mit dabei war. Das alles wurde nun nachgeholt und sogar noch ein klein wenig angenehmer in der Bedienung gemacht. Erstmals in der Alpha-Reihe ist es nun möglich, die Kamera automatisch zwischen Motiverkennungen wechseln zu lassen. Falls also einmal spontan bei einem Porträtshooting im Wald ein Hirsch dazukommt, muss nicht erst aufwendig im Menü die Motiverkennung geändert werden. Hier lässt sich natürlich auch genau einstellen, zwischen welchen Motiven überhaupt automatisch gewechselt werden soll. Falls es also Szenarien gibt, wo ihr es vermeiden wollt, dass beispielsweise ein Auto erkannt und verfolgt wird, ist es ohne Probleme möglich. Wer im Übrigen im Autofokus eher mit dem manuellen Punkt statt einer vollflächigen Motiverkennung arbeitet, kann sich nun auch über zwei neue Größen des Fokuspunktes freuen: XS und XL. In Sachen Fokus ist diese Kamera also aktuell wirklich die Nummer 1 im Line-Up. Aber wer braucht denn jetzt wirklich all diese Features, diese Leistung und die Flexibilität? Ein klassisches Beispiel ist dann natürlich die Hochzeitsfotografie, wo es Momente gibt, die auf keinen Fall verpasst werden dürfen, wo Foto- und Videoaufnahmen mittlerweile zur Standardanforderung gehören und wo effektives Dateimanagement und hohe Auflösung gleichermaßen wichtig sind. Aber auch im Commercial- und Porträtbereich dürfte die Alpha 1 Mark II ein echter Gamechanger sein. Die Kamera ist halt wirklich ein Gamechanger für jemand, der breit aufgestellt ist. Sie kann halt alles auf einem wirklich hohen Niveau. Klar gibt es noch Spezialkameras wie die Alpha 9 III, aber die 120 Bilder pro Sekunde brauche ich persönlich jetzt nicht. Für alle, die jetzt etwas von scheinbar mangelnden Innovationen enttäuscht sind, wir sind einfach nicht mehr auf dem Punkt, wo alle 1 bis 2 Jahre Meilensteine in der Kameraentwicklung stattfinden, wo jedes neue Modell eine lange Liste an neuen Funktionen mitgebracht hat. Wie bei Smartphones, Fernsehern oder Computern flacht irgendwann einfach die Innovationskurve ab. Sony ist in unseren Augen aber auch dafür bekannt, dass neue Kameragenerationen erst auf den Markt gebracht werden, wenn es notwendig ist und das neue Feature-Set ausreichend groß ist. Im Falle der A1 II sind diese Features zwar nicht neu, aber die Kombination aller Entwicklungen an sich ist das Upgrade absolut wert. Unserer Meinung nach fehlt jetzt zur absoluten Perfektion nur noch der globale Verschluss. Das wird vermutlich aber noch längere Zeit tüfteln und entwickeln in Anspruch nehmen. Und bis es soweit ist, sind wir froh, diesen Alleskönner hier zu haben. Aber wie findet ihr eigentlich jetzt die neue Kamera? Gibt es ein Feature, was ihr sehnlichst erwartet und immer noch fehlen würde? Schreibt uns doch einmal unten in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen, die Glocke und ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.